chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał, pieniędzy dał, co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Sommer 2016. Keine 10 Tage haben wir uns freigeschaufelt, um auf unseren Motorrädern dem Alltag zu entfliehen. Nachdem wir die letzten Jahre bereits einige Ränder Europas erkundet hatten, sollte es in diesem Jahr gar nicht allzu weit weg von zu Hause gehen. Und dennoch mitten ins Unbekannte. So. Hallo. Filmt er jetzt schon? Ich weiß es nicht. Du musst irgendwas sagen, was wie und Ja, Action. endlich. Nein, er muss erst und So, Action ja, sagen. sag Action. 5, 4. Moin. Endlich. Wir haben es geschafft. Nach 585 Kilometern Autobahn-Etappe. Es war zum Teil wirklich anstrengend. Dafür wurden wir belohnt mit einem sehr schönen, mit einer sehr schönen Ankunft hier. Ne? Landstraße, sehr, sehr angenehm gewesen. Da vorne kreist ein Falke am Himmel. Ja. Und es geht's gut. Uns geht's gut. Also Malte hört sich dann wie jetzt auf. Genau. Nach 9 Stunden Fahrt auf jeden Fall. Am ersten Abend waren wir bei Sophia zu Gast. Die kannten wir bis dahin überhaupt nicht, aber wir haben einfach vom ersten Moment das Gefühl gehabt, als wären wir bei Freunden zu Gast. Agritouristik ist in Polen einfach viel mehr verbreitet als hier in Deutschland. Und der Vorteil ist, dass man nicht nur bei den Leuten zu Hause im Garten zeltet, sondern dass man auch noch Verköstigungen einfach deutlich unter dem Preis kriegt, den man sonst im Hotel bezahlt. Dieses wohlgereifte Glas. Pflaumenlikör. Ist das wirklich Pflaumenlikör? Das werde ich gleich. Na, Quitte hat er ja gerade gehabt. Oh, lass uns teilhaben. Ja. Das ist Pflaumen. Du bist auch eine Pflaume. Alter, das ist voll das geile Frühstück hier. Richtig. Smacznego. Jetzt geht's um die Wurst.
So genau weiß ich es auch nicht. Also ich glaube, mein super Hightech-Feature Anti-Schlupfregelung war noch an. Ich habe versucht, wohl gerade hier durch den absoluten Sandkasten durchzukommen in der Kurve. Habe Gas gegeben. Was hat das Motorrad gemacht? Gasannahme elektronisch reduziert. Und ja, dann habe ich einfach keinen Ausweg mehr gefunden, als am Motorrad mal eben hier zwischen zu parken. Unfreiwillig. Ja. Jay, Ja? was ist ungefähr die letzten 10 Minuten passiert? Der geile Shit! Wir sind da diesen Hügel runter. Das ist 3 Stockwerke hoch hier. Das hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Von der anderen Seite ist das nicht im Bruchteil so schlimm. Und das Dumme ist, dass hier, da wie die Karren jetzt stehen, in dieser Richtung ist so ein kleiner Weg. Und wir kommen natürlich hier seitlich runter. Und hier gibt es so einen kleinen Hügel, den man aber durch das Gras nicht so richtig sieht. Oh. Alter! Oh! So, wir hängen mitten in irgendeinem Wald. Ja, Wald. Da kommt der Malde an. Und meine Kofferhalterung ist im Arsch. Man sieht es gerade nicht so richtig, aber versuchen wir hier ein bisschen scharf gestellt. Die hier hinten ist einfach abgerissen. Oh. Ja. So eine Kackscheiße. Und ich habe diese formschönen Kofferträger hier, die eigentlich gedacht sind für die formschönen BMW Touring Plastikkoffer. Das hat sich gerade gerecht. Offensichtlich sind nämlich nicht gedacht für solche Touren hier. Und einer von den Plastikkoffern, jetzt haben wir ihn schon wieder ein bisschen fixiert, man sieht es nicht mehr so genau, ist aber hier hinten in der hinteren Ecke einfach abgebrochen. Und damit trägt der natürlich nichts mehr. Ich habe das dann gemerkt, weil mir der Koffer immer hinten gegen das Rad geschlagen hat und habe angehalten. Und jetzt haben wir diesen wunderschönen Ersatzaufbau hier. Das heißt, der eine Koffer, der an der rechten Seite gegangen hat, ist jetzt stattdessen einfach auf den Gepäckträger gewandert. Und der Seesack, der da vorher war, ist bei dem Patrick gelandet. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen weiterfahren, irgendwas zu essen uns reindrehen, vielleicht ein alkoholfreies Hefeweizen trinken und uns dann mal Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Plan ist gut, alkoholfrei nicht. Erschöpft, aber glücklich. Nach der ersten Etappe durch Sand und Wald erreichten wir einen traumhaften Zeltplatz. Die Campinginsel auf dem Lubiesee. So, rotes Licht leuchtet, er nimmt also auf. Ja? Ich bin begeistert, ich geh mal duschen, Jungs. Das ist der erste Videoblog-Eintrag von mir und es ist ein ganz besonderer Eintrag, weil heute mein Geburtstag ist und ich habe mir zum Geburtstag gewünscht, dass wir ganz viel im Gelände unterwegs sind, weil das für mich das Allergrößte ist auf so einer Tour. Der erste Tag auf offener Strecke hier ist rum. Wir sind losgefahren und das war alles ziemlich cool. Und dann schmeißen wir, oder ich schmeiße die ganze Zeit die Karre in den Dreck und das war auch noch alles ganz cool. Und bei einem Sturz reißt es mir tatsächlich den rechten Koffer weg und die Halterung aus Plastik ist im Arsch. Die Strecke, wie gesagt, hat uns heute sehr viel Tribut abverlangt. Unter anderem hat Jay seine Kofferhalterung fast, ja, ich sag mal so, festschweißen müssen. Ich möchte nur ganz kurz erzählen, dass wir heute einmal auf einer großen Erhebung standen, wo es steil bergab ging, also bestimmt 10 Meter. Und es war sehr, sehr anspruchsvoll, da runter zu fahren. Und ich fand es sehr, sehr cool, dass wir alle drei das gemacht haben. Und es war sehr schwer, uns dann gegenseitig da wieder rauszuholen. Und genauso schwer war es ungefähr die gefühlten 20 bis 40 Mal, die Karren wieder aufzuheben. Und das ist natürlich ein grober Scheiß. Und wir waren sowieso fertig und mit der Zeit voll hinterher.
dann haben wir gesagt, passt auf, wir machen jetzt Asphalt und fahren einfach nur zu diesem schicken Campingplatz, wo wir jetzt gerade sind hier. Ganz schnell wollten wir dahin. Mit vollem Gepäck oder als Jannes Koffer abgebrochen ist. Es hat uns richtig zusammengeschweißt und ich freue mich über solche scheinbar erst ganz negativen Entwicklungen, die sich im Nachhinein als ganz, ganz positive Dinge herausstellen. Jetzt sind wir auf dieser Insel und zelten und ich fühle mich total gut. Das war echt ein großartiges Abenteuer. Ich muss sagen, dass ich ziemlich stark an meine Grenzen gekommen bin. Ganz schnell wollten wir dahin. Haben gesagt, jetzt Asphalt und Attacke. Und da hat Malte gesagt, pass auf, mein Navi, sagt er, Malte, ist aber hier ein bisschen besser. Das hat nämlich jetzt 2 Kilometer weniger oder so. Und deswegen übernimmt er die Führung. Und nutzt das, bin ich mir sicher, um uns nochmal voll auf die Offroad-Strecken zu führen. Wir sind danach nochmal sonst wohin gegangen, weil der Malte mich ein alter Hurenbock ist. Aber das ist ja zum Glück kein Problem. Ich habe nämlich, weil ich einfach wissen wollte, wo wir langfahren, mein Handy auf so eine Streckenführungsdings gestellt und gedacht, da sehe ich bestimmt, wo der alte Sausack uns dann noch extra im Kreis und sonst wo lang querbeet in die Pampa geführt hat, der alte Hund. Und dann gucke ich drauf und dann hat er tatsächlich einfach recht gehabt. Das war eine ziemlich gerade Strecke da hoch und ich glaube, die war tatsächlich schneller. Er ist trotzdem ein Hurenbock, einfach weil er ein dummer Sausack ist. Witamy na Kaszubach. Willkommen in der Kaschubai. Tag 2 unserer Reise führte uns weiter nach Norden, in einen dünn besiedelten Landstrich südlich von Danzig gelegen. Man merkt ziemlich schnell, dass man sich in der Kaschubai befindet. Eine eigene Mundart, die wir hier in jedem Ort hören, zweisprachige Ortsschilder und für uns Induristen von besonderem Interesse legal öffentlich befahrbare Waldwege, traumhafte Natur, feinste Kurvenstrecken und jede Menge Sand und Dreck. O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty synku zrobił, co? Ej! Ej! Ta! Hej! 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 Oh! Die Sonne hatte bereits ihren Zenit verlassen und wir hatten uns bereits mehrfach verfahren, weil die zu Hause gesetzten Wegpunkte für die Navigation sich wiederholt als Sackgassen erwiesen hatten.
Plötzlich fanden wir uns mitten zwischen Weizenfeldern und Kühen wieder, ohne zu wissen, wie wir von hier aus zurück auf unsere Route kommen konnten. Erneut förderte der feine Quarzsand seinen Tribut von Pilot und Maschine. So langsam verließen uns die Kräfte und dann war da ja auch noch die Sache mit Jays Kofferhalter. Und da hatten wir den Trägersalat. Motorrad- und Kofferträger hatten ihre Beziehung nun ein für alle Mal aufgegeben. Und dieses Mal auch der letzte noch funktionierende Haltepunkt. Wir mussten schon ziemlich verzweifelt ausgesehen haben, als aus dem Nichts Bauer Marek mit einem Werkzeugkoffer daherkam. Shit happens. So ist das. Aber dafür sind wir hier mitten in der Natur. Ziemlich gebogen, ne? Mit Spucke, Klebeband und Mareks Hilfe ist es uns dann doch noch gelungen, die Koffer mit meinem Motorrad irgendwie wieder zu vereinen. Völlig entkräftet und gerade noch kurz vor Sonnenuntergang erreichten wir, mehr per Zufall als alles andere, einen malerisch gelegenen See, der in der Nacht unsere Herberge sein sollte. Meine 90 Sekunden Ruhm hier. Das war ein anstrengender Tag und ich bin oft hingefallen, aber das gehört ja auch dazu und das ist auch okay. Der zweite richtige Tag im Gelände und ich muss sagen, ich brauche auch eine Pause. Und jetzt sind wir hier und der Campingplatz war zu und wir haben uns einfach irgendwo an den See gehockt und das ist auch super toll. Es ist irgendwie... Heute sind wir gefühlt noch öfter gefallen. Also ich gar nicht so oft, aber unser Team, sage ich mal. Und das Aufheben und Reparieren hat ganz schön Zeit, aber vor allem Kraft gekostet. Die Koffer sind ständig abgerissen, die eine Halterung ist komplett hinüber. Ja, und das damit irgendwie noch mehr Kabelbindern und allem irgendwie wieder festgemacht. Und das ist cool, dass sowas ist. Aber ich glaube, mein eigentliches Problem ist, dass ich ein bisschen Heimweh habe. Ja, guten Abend. Guten Abend. Mir geht's gerade richtig gut, weil ich ein kaltes Bier habe und am See zelte mit meinen beiden Lieblingsbären. Aber ich bin auch total alle und freue mich auf mein Zelt nachher. Leg mich hier abends auf diese beknackte Isomatte, auf diese Matratze und habe keinem vorgelesen. Und habe niemanden, den ich nochmal in den Arm nehmen kann und dem ich gute Nacht wünschen kann. Und das fehlt mir tatsächlich am allermeisten. Ich bin jetzt gerade in meinem Zelt und es geht uns allen eigentlich ganz gut. Heute war ein sehr anstrengender Tag. Wir sind jetzt endlich in den Kaschuben angekommen.
Und wir zelten heute wirklich an einem ganz, ganz geilen Ort. Und zwar direkt ist das Zelt am See aufgebaut. Die Tage auf dem Motorrad sind total toll. Aber ich bin abends nicht gerne alleine. Am nächsten Morgen wollten wir einfach früh los, um die in der Region bekannte Kaschubische Straße zu fahren, die sich an Berghängen und zahlreichen kleinen Seen entlang schlängelt. Blöderweise war Jays Brille nicht mehr aufzufinden. Und wir suchten und suchten vergebens. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem, mało mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Welcome to Kashubi. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. Habe ich gerade gesagt, dass ich gar keinen Hunger habe? I'm just a bear, nobody loves me. Bears, Bears, Bears on Tour, yeah, yeah. Just a poor bear from a poor family. Zur Hölle, Junge. Oh, ich kenne den scheiß fucking Song nicht. Oh yeah. Es gibt kein Drehbuch hierfür, ne? Das passiert echt alles so. Das ist unglaublich. Wir sind übrigens gerade in fucking Sobot, Mann. Eine der besten Städte, die es in Polen gibt. Nicht zu verwechseln mit dem normalen Sobot, ja? Richtig. Das hier ist fucking Sobot. Dankeschön. Sopot. Sopot ist ein Badekurort und der Touristenmagnet im Sommer in Polen. Ohne Motorrad stürzen wir uns hier ins Getümmel, um von hier aus in die alte Hansestadt Danzig zu gelangen. Aber vorher müssen wir dringend das Problem mit meiner verdammten Brille lösen. Was sagst du, wie ist das hier? Touristik? Touriski? Die Touristi. Optikerin, bei der wir gerade waren, weil Jay ja keine Brille mehr hat, hat mir gerade erzählt, dass es voll häufig vorkommt. Meistens crushen die aber ihre Brillen und verlieren die nicht. Das wäre schon eher selten, hat sie gesagt. Sie hat mich gefragt, warum er keine Ersatzbrille hat. Na? Man braucht doch keine Ersatzbrille. Warum hast du keine Ersatzbrille? Wenn man eine hat. Ich wollte gerade sagen, wenn ich eine Brille habe, warum brauche ich noch eine Brille? Da gibt doch weiter so eine Brille. Was ist das denn? Koniec końcem dzisiaj zwiąż, zrób pierwszy krok i nie myśl, co by było, gdyby. Znajdź dziś jedną, najpiękniejszą, tą chwilę, w której dziś odpłyniesz. Światła w ramiona, spróbuj chociaż raz. Do góry głowa,
Was mir besonders gefällt hier in Kaschubien, das ist dieses Design, dieses Florale, was sich immer wieder zeigt in Tassen. Das Motiv immer wiederkehrend. Światło w ramiona, spróbuj chociaż raz. Do góry głowa i już nie jesteś sam. Chodźmy na wprost, dziś grandy psy. No nagle nie stój w miejscu, nie stój w miejscu. Gestern auf dem Weg nach Sopot sind wir eine traumhafte Straße gefahren. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Schöne Kurven, vorbei an vielen Seen. Sind dann in diesem herrlichen touristischen Ort hier gelandet. Ist ein bisschen voll, aber schön. Wir haben ein bisschen tief ins Glas geschaut, alle gestern. Die anderen beiden noch ein bisschen mehr als ich. Das hat heute Morgen die Routine etwas entroutiniert. Morgen eine kurze Etappe und dann hoffentlich nochmal volle Action. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci noszę spodnie. Jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Zurück im Kernland der Kaschubei. Zurück in der Natur. So schön das alte Danzig auch war. Bevor sich die Tour dem Ende neigte, sollten die Pneus unserer bajuwarischen Kardanesel noch einmal Dreck zwischen die Stollen bekommen. Dazu hatten wir uns 2 Tage an einem kleinen Campingplatz im Herzen der Kaschubei niedergelassen. Von dort aus sollte am nächsten Tag unser Offroad-Rundkurs ohne Gepäck starten. Und es ging nochmal richtig zur Sache.
Burning down the house. Burning down the house. Burning down the tent. The tent is not on fire. Und ach, du hast die Tage anders benannt. Uhu. Warte. Ja, das musst du noch ändern, Bro. Aber ist mir mit dem Inlay doch ein bisschen warm. Sieht eben aus. Ja, dann wäre es ja ein Outlay. So, die Diary Cam, die wir die ganze Zeit vergessen haben. Jetzt auch mit Licht, weil es richtig schön dunkel schon ist. Ja, und hier sind wir jetzt am Ende der Straße oder so gesehen am Ende der Tour unserer Kaschubien-Rundreise. Ist die letzte Nacht hier an der deutsch-polnischen Grenze auf so einem Campingplatz hier. Ich bin sehr wehmütig, weil eigentlich eine Woche viel zu wenig ist, um so viel Erlebnisse auf dem Motorrad richtig zu verarbeiten. Und wir sind quasi kurz davor, wieder zu Hause zu sein. Morgen geht's wieder ab nach Bremen. Im Großen und Ganzen waren wir ein super eingespieltes Team. Um ein Fazit zu ziehen, Synthetik, Funktionsunterwäsche ist richtiger Scheiß. Ach so, Brille verlieren ist auch ganz großer Mist. Ansonsten war's cool. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a znów jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę nie śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Okej. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są chudsze i znów jest więcej nas. But I'm glad to live to learn. The purpose of this sound is to be drowned between my
this ground below my feet. My bike keeps me safe each and every turn. A lone bird hoping, a free bird warm. But my wheels are mine to burn. The purpose of this sound is to be ground between my teeth. The purpose of this land to move his ground below my feet.